Herzlich willkommen bei unserem Digital-Talk. Heute mit German Strulz und Oliver Volland, Geschäftsführer der König & Bauer Coding. Schön, dass Sie da sind. Herr Strulz, wir befinden uns ja zunehmend in einem digitalen Umfeld. Was heißt es für Sie persönlich und auch beruflich? Gut, persönlich, ich glaube, da gehen wir mal ins private Umfeld. Das kann jeder gut nachvollziehen. Die Digitalisierung hat eigentlich schon jeden eingeholt. Wir recherchieren im Internet, wir kaufen online ein. Bankgeschäfte machen wir zunehmend online, mal abgesehen vielleicht von Bargeldabhebungen. Also im privaten Umfeld ist die Digitalisierung bewusst oder unbewusst schon längst angekommen. Und beruflich, wo haben Sie da Schwerpunkte, Verbindungspunkte momentan im Bereich der Digitalisierung? Ich glaube, auch hier in der Firma kann es mittlerweile jeder gut nachvollziehen. Tagtäglich haben wir eigentlich mit Digitalisierung zu tun. Nicht nur durch die Pandemie getrieben, hat sich unsere Arbeitsweise im letzten Jahr stark verändert. Wir machen Videokonferenzen, wir chatten, wir informieren uns zunehmend digital, wir schreiben E-Mails. Also auch schon längere Zeit ist die Digitalisierung hier im Betrieb angekommen. Schwenke ich mal um auf den Herrn Volland. Herr Volland, wie sehen Sie gerade den Fokus des Mittelstandes im Bereich der Digitalisierung? Wie schätzen Sie das ein? Ja, also ich möchte mal da anfangen. Ja, die Arbeitswelt hat sich ja in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Ja. Und jetzt durch das digitale Zeitalter, ich will da jetzt keinen Zeitrahmen nennen, fühle ich es exponentiell. Und ich denke, das trifft auch den kompletten Mittelstand in Deutschland und in der Welt. In der Welt, gutes Stichwort, die ist nämlich zunehmend mehr vernetzt. Ja? Das heißt, die Unternehmen stellt das vor große Herausforderungen und das trifft natürlich auch auf uns zu. Ja? Wir haben beispielsweise einige Tochtergesellschaften gegründet in den letzten Jahren und daran haben wir das auch gemerkt. Wie der German schon sagte, jetzt in der Pandemie, sage ich mal, gab es da nochmal so einen richtigen Schub in Richtung Digitalisierung. Ich glaube, in dieser Zeit ist es unheimlich wichtig, dass der Mittelstand eine klare Vision hat und eine Strategie, wo es hingehen soll für das Unternehmen. Das, denke ich, ist ein unheimlich wichtiger Bereich. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Weg. Denn Veränderung bedeutet auch immer ein bisschen, sage ich mal, Bedenken oder vielleicht sogar ein Stück weit Ängste. Das halte ich für unheimlich wichtig für den deutschen Mittelstand im Allgemeinen und natürlich auch für uns. Nach dem, was wir gerade gehört haben, Herr Strulz, wie sehen Sie da Ihre Schwerpunkte als Geschäftsführer, den digitalen Wandel voranzutreiben? Also im Wesentlichen geht es ja auch darum, um Innovationen ins Unternehmen zu bringen. Wir wollen das Unternehmen weiterentwickeln und ich bin fest davon überzeugt, dass es ohne digitale Elemente wie eine KI, wie eine Cloud nicht gehen wird. Also wir werden zukünftig Produkte anders entwickeln, wir werden Produkte anders verkaufen, wir werden den Service anders machen. Also das Umfeld, das digitale Geschäftsleben wird sich verändern und wird zunehmend geprägt sein von digitalen Elementen. Herr Volland, wenn Sie das jetzt bewerten, wo sehen Sie die Reise von König & Bauer in der Zukunft in Bezug auf die Digitalisierung? Ja, ich glaube, ich will mal ein paar Schlagworte nennen, wenn das vielleicht auch hier und da nicht so gern gehört wird. Ich glaube, unsere Reise bewegt sich in die digitalen Geschäftsmodelle und ich glaube, wir müssen auch immer mehr darüber nachdenken. Ich nehme mal das Wort KI in den Mund oder Augmented Reality. Was für uns, glaube ich, wichtig ist, sind so, der German sprach das Thema Service an. Das heißt, Predictive Maintenance wird ein wichtiger Teil sein. Hier wollen wir als Unternehmen, als König & Bauer Coding, Lösungen anbieten für unsere Kunden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht gehe ich mal kurz einen Schritt in die Vergangenheit. Ja. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahrzehnten gute Technologien entwickelt, beispielsweise im Bereich der Tintenstrahldrucker. Hier haben wir uns immer als Technologieführer bezeichnet und das waren wir auch. Ich bin davon überzeugt. Aber gerade in diesem Produkt haben wir gemerkt, dass die
die Technologie oder auch unsere Wettbewerber nachgezogen haben. Das heißt, wir sind immer vergleichbarer. Was heißt das für uns? Wir müssen uns neue Wege überlegen und müssen da auch offen sein, müssen Mut zeigen, Durchhaltevermögen und auch einen Veränderungsprozess einleiten. Und ich sagte eingangs schon, das Thema die Mitarbeiter, die wir mitnehmen müssen und mit einbeziehen müssen, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln. Was wir als Unternehmen darstellen können, haben wir in den vergangenen Jahren auch. Wir haben Arbeitsplätze modernisiert, wir haben uns über ein Leitbild Gedanken gemacht, wir haben Prozesse optimiert. Da ist man nie zu Ende, ja, das geht auch so weiter. Wir reden also auch in diesen Tagen schon wieder darüber, wie man kontinuierlich hier intern Prozesse verbessern kann. Aber das sind für mich so die Hauptschlagworte, die ich hier nennen kann, wo unsere Reise hingehen wird und auch muss. Weil am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mit allen neuen Technologien, aber auch, wenn ich jetzt an Kyana denke, um das geht es ja auch in den nächsten Tagen hier, dann, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Ich glaube, wir brauchen eine klare Vision, davon sprach ich schon. Und ich glaube, in unserer Branche möchten und werden wir das Thema Digital Leadership angehen, weil wir glauben, hier haben wir die besten Lösungen und vor allen Dingen einen Mehrwert für unsere Kunden, den wir darstellen können. Spannende Einblicke. Vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss. Wie ist Ihr Verhältnis persönlich zu digitalen Themen? Ja, also ich sage mal so, ich bin noch sehr weit von der Rente entfernt. Ja, ich klopfe auf Holz. Also muss ich mich damit auseinandersetzen und musste mich damit auseinandersetzen. Ich komme aus einer analogen Welt und hier im Unternehmen arbeiten viele Mitarbeiter, die, ich sage mal, ähnlich alt oder jung sind wie ich. Und da möchte ich auch ein bisschen Vorbild sein. Und das funktioniert auch schon ganz gut. Was ich nicht werde, ist ein Nerd. Also mich wird nie jemand sehen, wie ich ein Computerspiel mache. Also das ist definitiv der Fall. Vielen Dank an Sie beide für die guten Einblicke, für den schönen Ausblick. Schön, dass Sie da waren. Gerne. Gerne.